Willkommen zurück, liebe Freunde, zu unserem Legoland Vlog, wo es heute für mich jedenfalls das Highlight gibt. Wir gehen mit euch zusammen in den Legoland Fabrikshop. Hier seht ihr schon mal das Preisschild, welches später interessant werden wird. Das ist einer der tollsten Shoppingmöglichkeiten auf der ganzen Welt. Hier seht ihr Schütten und Kisten voll mit Lego-Steinen. Da könnt ihr euch nach Belieben aussuchen, was ihr gerne möchtet. Ich bin da leider ein bisschen zu schnell für unsere Kamera durchgegangen, da ich ja natürlich nicht wollte, dass die Leute, die sich hinter uns angestellt haben, so lange warten müssen. Ja, es gibt übrigens auch eine Begrenzung. Auf jeden Fall steht das außen, man soll versuchen, nicht länger als 45 Minuten in dem Shop zu bleiben. Das hört sich jetzt eigentlich im ersten Moment ja sehr, sehr, sehr lange an. Aber wenn man Figuren zusammenbaut, vergeht die Zeit wie im Flug. Ich sag's euch. Das finde ich auch. Also die Steine kosten in den meisten Fällen 9 Euro für 100 Gramm. Da gibt es so Säckchen und ihr könnt die auch abwiegen. Man muss auch so Handschuhe anziehen, damit alles Corona-konform ist. Genau. Da kann man also einräumen, was man will. 9 Euro für 100 Gramm. Und bei den Figuren, was eine kostet, weiß ich gar nicht, aber sie haben ein Angebot, 6 Figuren um 10 Euro. Ich bin da ein bisschen durchgegangen zum Filmen und wir haben natürlich auch einiges eingekauft, das werde ich euch später zeigen. Es gibt hier alles von klassischen Bricks, hier seht ihr Plates in relativ großen Größen, es gibt Fliesen, Technikteile, Reifen, Türen, Fenster, Tiere. Die Tiere sind zum Teil extra zu bezahlen, das zeigen wir euch auch noch. Auch exklusive Sets gibt es auch dort. Genau, übrigens. Wir haben auch ein Set gekauft. Ich glaube, wir machen sowieso da ein kleines Haul-Video, was wir da so gekauft haben. Man muss nämlich ein bisschen aufpassen. Die Steine sind schön, die Steine sind gut, aber es ist nicht alles billig dort. Und zwar blenden wir euch, glaube ich, unten in der Videobeschreibung einen Link ein zu 1000steine.de. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat ausgerechnet, was die Steine dort kosten. Der Tipp von uns an euch, je kleiner der Stein, desto besser. Das heißt, wir haben versucht, viele kleine Steine zu nehmen, denn die sind tendenziell günstiger, weil sie leichter sind. Und Blätter. Genau. Und weil wir hier gerade bei Fenster und Türen sind, das ist natürlich ganz cool, dass man sich da quasi das dann selber raussuchen kann, denn ihr wisst es ja leider, manchmal sind so große Fenster, haben dann doch irgendwo einen Kratzer und das Coole ist ja, dadurch, dass man sich selber raussuchen kann, kann man sich die schönsten rausholen. Außer natürlich, man braucht irgendwie ein heruntergekommenes Fenster mit vielen Kratzern, dann findet man das sicher auch. Kann man sich sonst auch selbst noch zerkratzen. Ja, also die Steineauswahl ist wirklich gigantisch. Leider, ich habe mich schon so gefreut auf die 1x1 Fliesen in Dark Bluish Grey, die waren leider ausverkauft, aber ansonsten haben wir so ziemlich alles bekommen, was wir wollten. Es ist eine fantastische Auswahl und man kann einfach nach Belieben shoppen. Ich habe sogar einen Jungen gesehen, der war so im Teenageralter, der ist mit einem Klemmbrett, ja auch bedruckte Fliesen, seht ihr euch mal das an, ich glaube, da haben wir sehr viele genommen. Der ist mit einem Klemmbrett durch den Fabrikshop gegangen und hat da abgehakt, was er alles in sein Säckchen reingeschmissen hat. So organisiert, also echt top. Ja, also wir sind da wirklich durchgegangen. Ich glaube, du und deine Mutter, ihr wart eher bei den Figuren. Ich war dann eher bei den Steinen, die wir für die Stadt brauchen. Was einige waren, wir haben viele Fliesen gekauft. Hier zum Beispiel auch die Accessoires. Das sind die Accessoires, genau. Nicht vergessen, bitte, bei jeder Minifigur, die ihr baut, dürft ihr auch ein Accessoire dazu nehmen. Also es wäre schade natürlich, wenn ihr das irgendwie verpasst. Haben wir am Anfang fast nicht gecheckt, deswegen sagen wir es euch extra dazu. Nicht nur die normale Figur mit Haaren und so weiter und so fort, wie es ihr das natürlich kennt, sondern auch ein Accessoire. Genau, erzähl mal ein bisschen, wir sehen hier die Bilder von den Figuren. Was gibt es denn da so alles? Vielleicht bleiben wir gleich bei den Accessoires. Die interessantesten für uns waren auf jeden Fall Surfbretter, die es gegeben hat. Dann hat es auch noch Angeln gegeben, sehr coole Angeln, die man dann auch mit diesem durchsichtigen Draht natürlich verbauen könnte und auch wirklich einen Fisch dranhängen könnte. Dann haben wir noch gehabt Brezen. Wir hatten Kaffeebecher, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben. Es hat solche Beatboxen gegeben als Accessoire und auch noch Gitarren und Saxophon, glaube ich, war das. Ich bin jetzt musikalisch da nicht so top, aber ich glaube, es war ein Saxophon. Würde ich euch aber noch zeigen, wenn wir da einen Haul machen, dann zeige ich euch natürlich auch die verschiedenen Accessoires, die wir ausgesucht haben. Das waren eigentlich die Top-Sachen. Es hat noch ein paar Äxte gegeben und sonstiges, die wir aber nicht genommen haben, einfach deshalb, weil wir entweder genug davon haben oder die nicht gebraucht haben.
Das sind eher so wenn Genau. ich das schnell einwerfen Ja. darf, eher in Richtung City Ja. ausgerichtet, das Sortiment. 1, 2 Ritterhelme habe ich gesehen, 1, 2 Äxte und Schwerter, Genau. aber sonst sind eher Figuren, die man in eine Lego-Stadt platzieren kann. Ich glaube aber, dass übrigens dieser Ritterhelm, oder wo ich dachte, das ist ein Ritterhelm, war das eigentlich ein Helm von Thor. Kann das sein? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwo jetzt letztens ein Lego-Set gesehen und dachte mir, ach, das ist der gleiche Helm. Sieht auf jeden Fall aus oder könnte als Ritterhelm durchgehen. Was auch noch interessant war bei den Figuren, hier seht ihr mich gerade bei den Köpfen. Es waren ein paar Köpfe, die mir neu waren. Hier haben wir zum Beispiel, genau, es war einer meiner Favoriten, ein Mann mit Sonnenbrille, aber so eine getönte mit einem Verlauf. Die schaut sehr cool aus. Dann hat es Piratenköpfe gegeben, natürlich Männer- und Frauenköpfe, auch Kinderköpfe. Ein paar mit Brillen, mit so grünen Brillen, die wir einfach auch nicht haben und deswegen waren die super interessant. Genauso bei den Hosen hat es ein paar neue gegeben, da hat es violette mit rosa Tupfen drauf gegeben und so ein Mittelblau, die mir auch sehr gut gefallen haben, die bei uns eher selten sind. Und dann haben wir noch ein paar Tops, die neu sind. Da hat es einen Frauentop gegeben mit einer kurzen Jacke. Das hatten wir auch bisher noch nie. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Hier seht ihr die größeren Tiere, die muss man einzeln kaufen, also die werden nicht abgewogen. Ihr seht ein Pferd um 3 Euro, ein Elefant um 5 Euro und so weiter. Ich bin da einfach ein bisschen durchgegangen, je nachdem, es waren relativ viele Leute im Geschäft drin, da wollte ich nicht stören. Übrigens, es hat sogar den Maiskolben Verkleidung gegeben und ihr habt auch gesehen, es hat Piratenhüte gegeben für Männer und für Frauen. Also sogar diesen Piratenhut mit einem, beziehungsweise oder mit Männern mit langen Haaren natürlich auch, einen blonden Zopf hinten. Habe ich sehr cool gefunden. Auch sehr viele, hier seht ihr zum Beispiel diesen Helm, auch sehr viele Frauenfrisuren, die zum Beispiel auf Bricklink extrem teuer sind. Da haben wir einige, ich habe sogar einige Männer gebaut mit langen Haaren, weil ich mir gedacht habe, diese Frisuren kaufen wir uns meistens nicht. Dann gibt es noch eine extra Vitrine mit Tierchen, mit speziellen Sachen. Hier habe ich versucht, alles einzufangen an Figuren, Accessoires. Da haben wir dieses Mal nicht so viel gekauft. Nein. Ich glaube, wir haben nur das Hundeset mit den Boxern genommen. Genau. Und dieses hier mit dem Stinktier und dem Hasen. Genau. Aber wenn ihr zum Beispiel auch noch einen Lightbrick oder einen Technikmotor braucht, wir haben auch Fahrräder gekauft wieder, dann müsst ihr das einfach bei der Kasse dann sagen, dass ihr von dem und dem Set noch 1 oder 2 Stück braucht, dann geben euch die freundlichen Mitarbeiter dort das gerne raus. Ja, wir haben ein bisschen ein Gespräch geführt mit der Verkäuferin. Sie hat gesagt, wir haben ein bisschen zu viel, aber sie hat dann ein Auge zugedrückt. Also die Leute dort sind wirklich sehr, sehr nett. Dann noch kurz zur Busfahrer-Lounge. Wir dachten schon, das wäre eigentlich ideal für Christoph, der ist nämlich gefahren. Ich wollte schon vorschlagen, dass er da hineingehen dürfte. Ich würde niemals als Busfahrer in die Busfahrer-Lounge gehen. Ich würde da natürlich im Legoland herumlaufen. Noch ein kurzer Einblick in das Aktionszelt, wo es eigentlich im Vergleich zum letzten Jahr nicht so viel Neues gegeben hat. Es gibt diese 1 Kilo gemischten Lego-Steine um 35 Euro wieder. Die haben wir aber nicht genommen, weil wir da nicht reingesehen haben, was da drinnen ist. Ansonsten jede Menge Rucksäcke, T-Shirts, andere Accessoires, auch Masken. Hier verbilligte Polybags um ungefähr 3 Euro. Da haben wir unserem Junior was mitgenommen. Genau. Ich denke mir, da muss man einfach immer durchschauen. Speziell Kinderkleidung ist auf jeden Fall gut in Aktion dort, oder auch eben Taschen, je nachdem, was man halt braucht. Das war jetzt nicht unbedingt das, was wir gesucht haben, aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man dort vorbeischaut. Bei uns haben sich eigentlich recht wenig Leute angestellt. Vielleicht wissen auch viele nicht, dass da hinten das Aktionszelt ist, weil es doch ein bisschen versteckt ist. Also wenn ihr da auf dem Platz seid, wo man mit den Instrumenten Wasser spielen kann oder umgekehrt, Wasser mit den Instrumenten, keine Ahnung. Auf jeden Fall bei dem Kino seid, dann ist links daneben eben dieses Aktionszelt. Und vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Genau, dieses Lego Movie 2 Display ist auch noch immer aufgebaut, gefällt mir eigentlich, ich weiß nicht, warum das dort steht, ganz ehrlich, es sieht sich auch irgendwie niemand an, man ist dort immer alleine. Immer nur der Christoph. Aber ich finde es total cool, mir gefällt das Layout sehr gut und ich hoffe, sie halten es noch lange hier aufrecht.
Denn das ist irgendwie ganz nett, wenn man hier in das Geschäft reingeht und dann sieht man hier das Layout. Hier gibt es auch Duplo, die kann man sich auch rausgeben. Interessanterweise muss man hier keine Handschuhe anziehen, um hier in diese Kisten reinzugreifen. Ich weiß nicht warum. Hier kosten 100 Gramm 3,49 €. Da haben wir auch unserem Junior ein bisschen was mitgenommen, denn der spielt schon mit Duplo. Ich glaube, er hat bekommen einen dieser blauen Lastwegen, eine Giraffe und 2 Figuren, wenn ich mich nicht täusche. Eine Taucherin und einen Fahrscheinkontrolleur oder sowas. Genau, hier sind natürlich speziell die kleineren Kinder vor Ort, die kaufen sich hier Duplo-Tiere, die kaufen sich hier Duplo-Figuren, die sind aber auch sehr, sehr nett und man bekommt sogar die ein oder andere Figur, die auf Bricklink oder hier auch die auf Bricklink um einiges teurer wären. Hier seht ihr die Auswahl und man kann natürlich nie genug Duplo, ich weiß nicht, Wale oder Elefanten haben. Hier gibt es auf der anderen Seite auch Einzelsteine, die würden wir allerdings eher nicht empfehlen, denn die sind tendenziell eher günstiger, wenn ihr sie in Sets oder in gebrauchtem Zustand kauft. Und hier gibt es natürlich auch jede Menge Lego-Sets. Ich weiß jetzt nicht, ob man da die Preise gut lesen kann. Hier war auch relativ viel los dann an dieser Stelle. Verkleidungen, die ganz cool sind. Bei den Duplo-Sets haben wir nichts gekauft, denn die sind eigentlich sind das lauter Sets, Lego-Sets und Duplo-Sets, die schon vom Markt sind oder demnächst vom Markt gehen. Und die meisten sind dann doch irgendwo im Internet oder teilweise auch im stationären Handel noch günstiger als hier im Aktionszelt. Ja, und dann wird einem immer verboten, dass man das dann noch mitnimmt. Aber gut, ich werde es trotzdem schaffen. Es dauert halt immer so lang, wenn man bestellt. Das ist halt immer diese Sache. Genau. Es gibt auf jeden Fall auch einiges an Merchandising-Geschichten, die man auch aus dem Lego Online-Shop kennt. Also sie haben wirklich eigentlich ganz nette Sachen dort und teilweise sehr verbilligt. Und an der Kasse übrigens gibt es einen Duplo-Leuchtstein, der hat Christoph sehr gefallen. Und solche Lichter für Polizeiwegen, aber die sind eben nur an der Kasse. Das heißt, da auch noch schauen, da gibt es auch noch ein paar nette Sachen, falls ihr sowas benötigt oder vielleicht verloren habt, zum Nachkaufen ideal. Genau, es gibt auch ausrangierte Schlüsselanhänger um, glaube ich, 2 € irgendwas. Wie gesagt, relativ viel Kleidung. Sie haben auch sogar hinter der Kasse, ich weiß nicht, hier sieht man es links, haben sie ramponierte Kartons von neuen Sets. Die kann man auch dann billig einkaufen. Könnte man zum Beispiel machen. So viel also zum Eindruck aus der Fabrik und dem Schnäppchenzelt, liebe Freunde. Wir sehen uns demnächst. Passt auf euch auf und tschüssi.